OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, veröffentlicht seinen ersten Agenten. Mark Zuckerberg plant Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren und im ChatGPT-Chatbot gibt es eine neue Funktion bei der Bildgenerierung. All das heute beim Ende des KI-Update. Kommen wir auch zur ersten und vor allem spannendsten Neuerung, nämlich dem ChatGPT-Agent. Und was ist es denn genau? Ja, es ist nicht nur mehr ein Chatbot, es ist ein digitaler Assistent, ein proaktiver Assistent, der dir dabei helfen kann, ein größeres Ziel zu erarbeiten und selbstständig autonom im Internet für dich zu recherchieren und dir danach eine ausführliche Analyse zu geben. Dieser Agent besitzt 3 Säulen der Autonomie. Die werde ich euch einmal kurz präsentieren. Und zwar sind es einmal die Planung und die Logik, dann die Werkzeugnutzung, also die Nutzung von Internet und Tools, die eben ChatGPT bereits hat, und dieses Lernen und Anpassen, was bedeutet, dass sich dieser Chatbot weiterentwickelt, indem er von seinen Fehlern lernt. Dieser Agent analysiert erstmal das Ziel, was ihm der User gegeben hat, und er zerlegt es dann in logische Schritte, um dieses Ziel dann eben abzuarbeiten und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Wenn er dabei auf Hindernisse stößt, fragt er auch den User, heißt, er fragt nach bei Problemen, soll ich das so machen oder soll ich das so machen, was man ja bei normalen Chatbots nicht kennt, weil diese ja einfach direkt eine Antwort geben. Dieser Agent ist aber anders, denn er fragt auch nach bei Problemen, wenn er auf Probleme stößt, um das Problem dann eben besser zu lösen. Der Agent kann auch auf alle Tools von ChatGPT zugreifen, was bedeutet, dass eben dieser Agent im Internet surfen kann, dort Webseiten aufrufen kann, die Maus bewegen kann, also alles machen kann, was theoretisch auch ein Mensch im Internet machen kann, nur halt selbstständig und autonom im Hintergrund. Er kann zusätzlich auch Code ausführen, heißt Daten analysieren und auf die API zugreifen, heißt Bilder erstellen und was halt sonst noch ChatGPT alles kann. Zusätzlich lernt der Chatbot immer weiter und lernt aus seinen Fehlern. Heißt, das nennt man Reinforcement Learning. Man gibt dem Chatbot eine Aufgabe, wenn er diese richtig beantwortet, dann gibt man ihm einen Bonus und daraus lernt der Agent eben besser zu werden und immer natürlich die Fehler zu vermeiden und die bessere Antwort zu erlangen. Das nennt man Reinforcement Learning, wie gesagt, und darauf basiert auch dieser Agent, heißt, er wird immer besser, je mehr man ihn trainiert. Komme ich mal dazu, wie dieser Agent überhaupt denkt. Ich habe hier eine Visualisierung mitgebracht, die aus 4 Schritten besteht. Und zwar als erstes mal dem Ziel. Der Nutzer gibt ja als erstes eine Anweisung diesem Agenten. Das Ziel. Und dieses Ziel analysiert der Agent, um zum Beispiel dann das Ziel in Teilschritte zu zerlegen, wie man es beim zweiten Punkt der Planung sieht. Das können zum Beispiel verschiedene Aufgaben sein, da komme ich auch später noch dazu, wo man alles den Chatbot einsetzen kann. Zum Beispiel mit einer Reiseplanung oder Flüge suchen, Hotels vergleichen. Das alles gehört zur Planung, wenn man zum Beispiel als Ziel die Reiseplanung angegeben hat. Dann kommt der Agent zur Aktion und zwar nutzt er dann aktiv die Werkzeuge, die ihm zur Verfügung stehen. Heißt, er recherchiert im Internet, er vergleicht Hotels, Flüge, wertet diese aus, führt eben auch Code aus und führt dann alle Schritte, die er vorhin erstellt hat, aus. Danach kommt dann das Ergebnis, der Agent kommt zu einem Ergebnis und präsentiert es eben dem Nutzer und in dem Fall präsentiert er dann den fertigen Reiseplan. Kommen wir jetzt zu den Möglichkeiten, wo man denn diesen Agenten überhaupt einsetzen kann. Da gibt es einige und ich habe mal welche rausgeschrieben. Und zwar erstmal zum Business und zur Analyse. Zum Beispiel gibt man ihm die Aufgabe, dass er eine bestimmte Branche analysieren soll und sagen soll, wie da zum Beispiel die Zukunftsprognosen aussehen, wie da die Wachstumsmöglichkeiten sind. Und dann begibt sich eben der Agent auf die Suche nach allen Informationen, die er dazu finden kann und präsentiert dann eben einen Bericht, der dann eben deutlich gründlicher ist als bei einer normalen Anfrage von ChatGPT. Eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, um diesen Agenten einzusetzen, ist auch, ihn als Recruiter für sein eigenes Business einzusetzen. Das bedeutet, dass ChatGPT, dieser Agent, ein LinkedIn durchsuchen kann und andere Plattformen auch nach passenden Kandidatenprofilen. Und dadurch führt er eine erste Bewertung anhand der Stellenbeschreibung durch und verfasst dann ein persönliches Anschreiben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend für Arbeitgeber, um eben mögliche Arbeitnehmer zu finden, indem die KI sich auf die Aufgabe begibt, ganz viele Profile durchzulesen, Bewerbungsschreiben durchzulesen und dann das passende Profil eben herauszufinden, um dann eben zu sagen, wer am besten für das Unternehmen geeignet ist. Das kennen wir auch schon, zum Beispiel aus dem Fußball. Dort wird es auch schon gemacht und zwar wertet da KI Spielerdaten von Jugendspielern aus und guckt eben, welche Spieler zum Beispiel die perfekte Balance zwischen Schnelligkeit, Torabschluss haben.
Deswegen wird das auch schon benutzt, aber in den Jobs wahrscheinlich noch nicht so viel und das kann jetzt der Agent auf jeden Fall machen. Möglichkeiten zur persönlichen Produktivität gibt es auch welche. Wie wir auch schon vorhin gesehen haben, kann man ihn als persönlichen Reiseplaner benutzen. Das bedeutet, er findet basierend auf Budget und Interessen die besten Flug- und Hoteloptionen, er prüft Visa-Abstimmungen und erstellt einen detaillierten Tagesplan mit Sehenswürdigkeiten. Je nachdem, wie man den Agenten eben fragt, kann er eine deutlich bessere Analyse als vorherige Version von ChatGPT erstellen. Er kann wirklich einen detaillierten Reiseplan erstellen, basierend eben auf den Anforderungen vom User, heißt Budget kann man bestimmen und dann begibt sich wirklich der Agent auf eine lange Suche durchs Internet und durchforscht wirklich alles, was er finden kann, um genau den perfekten Reiseplan eben zu erstellen. Außerdem kann man ihn natürlich auch noch zur eigenen Finanzanalyse benutzen, indem man ihn eben mit Daten von sich selber füttert, womit dann der Agent selber Daten auswerten kann und einen ungefähren Monatsplan erstellen kann, wie viel Geld reinkommt, wie viel Geld wahrscheinlich ausgegeben wird und wie viel Geld dann übrig bleibt. Heißt, man kann ihn gut für die eigenen Finanzen benutzen und für die eigene Finanzübersicht, wenn man das eben braucht und kann so vielleicht auch seine Ausgaben minimieren und Ersparnisse eben erhöhen, indem ChatGPT einen sagt, da kannst du vielleicht mehr sparen, das ist vielleicht ein bisschen unnötig. Also da gibt es auf jeden Fall auch tolle Möglichkeiten für die persönliche Produktivität. Im Content-Bereich, vielleicht interessiert es ja auch manche, gibt es auch einige Möglichkeiten. Und zwar kann der Agent sich auf die Suche nach einer Content-Strategie begeben, indem man ihnen zum Beispiel sagt, okay, ich bin jetzt im Bereich Reisen sehr aktiv auf meinem Social-Media-Account, bitte begebe dich auf die Suche nach aktuellen Trends, wo viele Touristen vielleicht gerade hingehen, der Ort aber vielleicht noch nicht so bekannt ist, dann kann der Agent sich eben auf die Suche begeben nach Orten, die vielleicht sehr schön sind, die man vielleicht bereisen kann als Influencer und dann erstellt er eben eine Analyse und einen Bericht, der eben dann zum Beispiel diese Orte eben ausfindig macht und dann auch sagt, warum diese Orte vielleicht gut zu bereisen wären und warum diese Orte dann auch bei den Zuschauern gut ankommen. Komme ich jetzt noch zu einer Visualisierung und zwar zwischen ChatGPT und dem ChatGPT-Agenten. Denn man sieht hier ganz klar, auch im Diagramm, dass die Autonomie und der erforderliche Nutzeraufwand deutlich abweicht. Beim Standard ChatGPT sehen wir, dass die Autonomie nicht so hoch ist, denn der Nutzer muss eben ChatGPT immer noch Nachfragen stellen. Es ist ja immer nur eine Antwort, die gegeben wird auf eine Frage und wenn da was nicht passt, muss der Nutzer ja immer nachfragen, kannst du vielleicht noch das verbessern, kannst du noch da was machen und beim Agenten ist es ja ganz anders. Dort ist die Autonomie viel, viel größer, weil der Agent eben im Hintergrund lange seine eigene Recherche macht und auch einige Minuten eben sich Zeit nimmt und eben nicht so wie beim ChatGPT normal ganz schnell eine Antwort gibt. Beim erforderlichen Nutzeraufwand sieht es dann eben andersherum aus. Beim ChatGPT normalen Modell, den wir eben schon immer benutzt haben, ist der erforderliche Nutzeraufwand deutlich größer, denn man muss Nachfragen stellen, wenn man das perfekte Ergebnis haben möchte. Man muss aktiv dabei sein, wenn der Chatbot antwortet. Beim Agenten sieht das ganz anders aus. Dort kann man eben die Anfrage senden, den Laptop sogar zuklappen, das Handy ausmachen und der Agent macht wirklich von alleine autonom die Recherche und sagt dann Bescheid, wenn er fertig ist. Heißt, der User kann sich wirklich ganz entspannen, was anderes machen in der Zeit, wenn der Agent seine Recherche macht. Komme ich auch noch nun zu einigen Benchmarks, die ChatGPT selber veröffentlicht hat. Und dort sehen wir deutlich, dass dieser Agent weitere, bessere Benchmarks erzielt und neue Möglichkeiten wirklich in der KI bietet. Und zwar gibt es einen Benchmark, der sich Humanity's Last Exam nennt. Das ist zwar ein schlechter Name, so ist es jetzt nicht so, wenn da die KI-Modelle 100% erreichen, dass wir dann unnötig sind, aber dieser Benchmark bewertet eben die Leistung von KI anhand von Fragen auf Expertenlevel zu einem breiten Themenspektrum und wenn dieses Modell eben eine höhere Punktzahl erreicht, dann heißt es, dass es auch besser ist. Und in diesem Benchmark sehen wir, dass dieser ChatGPT-Agent an der Spitze steht. Es ist leider nicht mit anderen Modellen, zum Beispiel von Gemini, von Google oder von Anthropic oder von auch dem Unternehmen von Elon Musk xAI verglichen, sondern nur mit den eigenen Modellen. Aber trotzdem sehen wir dort eine deutliche Steigerung im Vergleich zu vorherigen Modellen. Denn der Agent erreicht 41,6% der Punkte. Also 41,6% der Fragen antwortet dieser Agent richtig bei solchen wirklich sehr, sehr schwierigen Fragen, wo man wirklich tief recherchieren muss. Und das ist natürlich ein Vorteil. Dieser Agent kann nämlich lange recherchieren und antwortet dann auch häufiger richtig auf diese Fragen. Wenn wir mal gucken, was die anderen Modelle davor so für Punktzahlen hatten, dann sehen wir, dass Deep Research von OpenAI 26,6% erzielt hat und OpenAI O3, das beste Modell von ChatGPT ja aktuell, nur 24,9%. Also wirklich eine riesen Verbesserung, eine riesen Marge
zwischen jetzt dem Agenten und dem normalen Chatbot und das natürlich schon sehr beeindruckend. Und auch bei der Datenanalyse sehen wir, dass der Agent bessere Ergebnisse als vorherige Modelle erzielt. Wir sehen nämlich, knapp 90% erzielt dieser Agent von ChatGPT im Vergleich zu 88% des vorherigen Modells O3. Und dann haben wir noch einen spannenden Benchmark dazu, nämlich der Mensch. Ja, der erzielt nur 64,1%. Das bedeutet, dass wirklich dieser Agent deutlich den Menschen übertrifft, was es in Bezug auf Datenanalyse gibt. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dass wirklich dieser Agent deutlich besser schon als der Mensch ist, wenn es um die Datenanalyse geht, zum Beispiel die Finanzauswertung. Also unglaublich beeindruckend dieses Ergebnis und es zeigt, dass wirklich die KI mittlerweile schon Sachen besser kann als der Mensch selber. Komme ich noch zur Verfügbarkeit dieses Agenten. Der Agent ist leider nicht im kostenlosen Plan verfügbar, sondern aktuell nur für die Pro-Nutzer. Später wird auch dieser Agent für die Plus- und Team-Nutzer eingeführt, aber aktuell, wenn man für ChatGPT nicht bezahlt, kann man diesen Agenten noch nicht benutzen. Komme ich jetzt zur zweiten, kleineren, aber auch spannenden Neuigkeit aus der Welt der KI, nämlich hat Mark Zuckerberg angekündigt, weitere Milliarden in KI zu investieren. Und zwar in Rechenzentren, die ja ganz wichtig geworden sind, um KIs zu trainieren. Und da gibt es 2 Projekte, die jetzt auch öffentlich geworden sind. Und zwar heißen die einmal Prometheus und Hyperion. Prometheus ist ein Projekt, was Metas erster Supercluster im Multi-Gigawatt-Maßstab werden soll und bereits 2026 online gehen soll. Es wird sich voraussichtlich in Ohio befinden und eine Leistung von 1 Gigawatt aufweisen. Ausgestattet wird es mit rund 600.000 Nvidia H100 GPUs, einer der leistungsfähigsten KI-Beschleunigerkarten auf dem Markt. Das andere Projekt ist Hyperion. Das ist ein noch ambitionierteres Vorhaben, was dann nämlich darauf ausgelegt ist, über mehrere Jahre auf eine Leistung von bis zu 5 Gigawatt zu skalieren. Eine erste Ausbaustufe soll bis 2030 eine Leistung von 2 Gigawatt erreichen. Und da dieses Projekt wirklich so groß ist, hat Mark Zuckerberg sogar selber mal dieses ganze Projekt visualisiert und man kann sehen, dass dieses Rechenzentrum fast so groß wie Manhattan sein soll. Also wirklich ein riesiges Projekt mit Milliarden Investitionen und das zeigt nochmal auf, wie wichtig wirklich Mark Zuckerberg, Meta und generell allen Akteuren in Silicon Valley dieses Rennen um die KI ist. Naja, und um diese Dimension überhaupt einordnen zu können, die geplante Leistungsaufnahme von Hyperion von 5 Gigawatt ist mehr als 3-mal so hoch wie das geplante Stargate-Rechenzentrum von OpenAI, das auf 1,2 Gigawatt ausgelegt ist. Und diese schiere Skalierung soll Meta branchenführende Rechenleistung und die größte Rechenleistung pro Forscher sichern, was als entscheidender Wettbewerbsvorteil im Rennen um die allgemeine künstliche Intelligenz gilt, heißt die Superintelligenz. Kommen wir nun noch zur letzten Neuerung, nochmal von ChatGPT. Und zwar gibt es eine neue coole Funktion in der Bildgenerierung. Und zwar kann man jetzt aktuell 9 Stile direkt definieren, heißt Bilder in 9 verschiedenen Stilen erzeugen lassen, ohne dabei verschiedene Prompts extra ausformulieren zu müssen. Diese werden dann direkt von ChatGPT übernommen und es gibt 9 einzigartige Stile, die ihr jetzt auch im kostenlosen Plan übrigens benutzen könnt. Also ein sehr cooles neues Feature, was vor allem für kreative Leute super hilfreich ist, damit es einen konsistenten Stil in den Bildern zukünftig geben kann. Das war es auch schon wieder von den NSKI-Updates. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Like und ein Abo da, um mich zu unterstützen und seid bei den nächsten KI-Updates wieder dabei.